Wie funktioniert das mit der Wehrpflicht genau, mit der Kriegsdienstverweigerung und einem möglichen Ausreiseverbot bei einem Spannungs- und Verteidigungsfall? Mit dieser interessanten und komplexen rechtlichen Frage wollen wir uns einmal in diesem Video näher auseinandersetzen. Peter aus der Schweiz hat uns ein Video geschickt, ein YouTube-Video eines Auswanderungshelfers, eines deutschen Auswanderungshelfers, sollte ich sagen. Und er bat uns, dieses Video zu kommentieren. Peter, das werden wir sehr gerne tun. Und an dieser Stelle möchte ich auch dich einladen, wenn du ein Thema hast, wenn du ein Video hast, einen Artikel gefunden hast, den du einmal von uns kommentiert haben möchtest, dann würden wir uns über deine Zuschrift natürlich sehr freuen. Fast alle Videos auf diesem Kanal führen auf tatsächliche Interaktion zurück, zum Beispiel mit Interessenten aus unserer Community, mit Mandanten oder auch mit Gesprächen, die wir in Seminaren geführt haben. Auf unserer Webseite perspektiveausland.com findest du links unten in der Fußzeile die Möglichkeit, uns eine E-Mail zu schicken oder ansonsten auch ein Formular auszufüllen, wo du einen Gast oder ein Thema vorschlagen kannst. Also nochmal, ich lade dich herzlich ein, dort deine Vorschläge uns zu unterbreiten. Wir können natürlich nicht garantieren, dass wir dann ein Video aus jedem Vorschlag machen, aber wenn es so ein interessantes Thema ist wie dieses, das jetzt der Peter vorgeschlagen hat, dann machen wir das natürlich gerne. Noch ein kurzer Hinweis zur Vorgehensweise. Normalerweise werden wir hier nicht zu den Videos verlinken, die wir kommentieren, beziehungsweise hier Namen nennen der Creators, weil wir schlicht und ergreifend dann hier keine rechtlichen Probleme bekommen wollen, weil wir dann angeblich jemanden verunglimpfen. Das lenkt auch nur ab. Also in dem besagten Video, das uns Peter geschickt hat, dort hat ein deutscher Auswanderungshelfer, der auch einen kleineren YouTube-Kanal hat, darüber gesprochen, dass man sich möglicherweise im Spannungs- und Verteidigungsfall damit auseinandersetzen muss, dass es dann für wehrpflichtige Männer Ausreisesperren geben könnte, geben sollte. Er hat darauf aufmerksam gemacht, dass selbst wenn man den Kriegsdienst verweigert, dass man dann möglicherweise in der Periode zwischen der Musterung und der Kriegsdienstverweigerung doch noch herangezogen werden kann, also bis die Kriegsdienstverweigerung dann tatsächlich entschieden ist, und hat hier jede Menge krudes Zeug eigentlich gesprochen, was relativ wenig Sinn und Verstand hat und auch nicht sehr logisch jetzt aufgebaut war in der Argumentation. Das größte Problem bei solchen Videos ist, dass dann diese Creators auf Quellenangaben komplett verzichten, und das macht das Ganze für mich natürlich relativ unglaubwürdig. Also wenn du ein YouTube-Video zu einem wichtigen Thema findest und da fehlen sämtliche Quellenangaben oder es handelt sich um minderwertige Quellenangaben oder die Quellenangaben sind sogar komplett falsch zitiert und aus dem Kontext gerissen, dann solltest du dich dort sehr in Acht nehmen. Ich würde niemals wichtige Entscheidungen treffen, basierend auf solchen Videos. Sie können natürlich unterhaltsam sein, die können dich auch inspirieren, aber ich wäre extrem vorsichtig, wie du tatsächlich die Inhalte solcher Videos behandelst. Den Umgang mit Quellen und wie man diese richtig zitiert oder dazu verlinkt oder dazu referenziert, das lernt man normalerweise im Studium oder auch schon in der Oberstufe. Wer das nicht kann oder dazu nicht in der Lage ist, dann muss man natürlich dazu fragen, wie es jetzt um die Intelligenz dieser Person tatsächlich bestellt ist und ob das dann für dich tatsächlich eine verlässliche Quelle ist. Es gibt ganz verschiedene Wege, Quellenangaben zu machen. Man kann die natürlich einfach zum Beispiel im Video erwähnen. Man kann seinen Screen teilen oder man kann eben auch in der Beschreibung eines YouTube-Videos dann Quellenangaben machen. Wie gesagt, wenn überhaupt keine Quellenangaben da sind, wie jetzt in diesem Fall, wo es mir sehr krass aufgefallen ist, dann würde ich dem relativ wenig Beachtung schenken. Aber ich gehe jetzt hier noch weiter. Du musst natürlich bei wichtigen Themen, wo es buchstäblich um Leib und Leben geht, auch auf die richtigen Experten dann tatsächlich vertrauen und solltest dann nicht auf Leute hören, die eigentlich keine Erfahrung haben in diesem Bereich, außer vielleicht die sehr beschränkte persönliche Erfahrung, die sie gemacht haben. Das ist natürlich ein wichtiger Grund, warum bei unseren Plan-B-Seminaren, die wir regelmäßig in Zürich veranstalten, wir immer hochrangige militärische Experten auch zugegen hatten. Jetzt beim letzten Seminar und auch schon bei denen davor war es der General außer Diensten Erich Warth, lange Jahre Sicherheitsberater von Angela Merkel. Er hat Putin persönlich getroffen. Er war bei wichtigen sicherheitspolitischen Konferenzen im In- und Ausland mit vielen wichtigen politischen Führern in einem Raum. Er hat die Chemie erlebt, er hat die Interaktion erlebt zwischen diesen Top-Politikern und hat natürlich heute auch noch Zugang zu Informationsquellen, die wir nicht haben. Er spricht dann sehr frank und frei hinter verschlossenen Türen bei unserem Seminar und kann dann den Teilnehmern einen Eindruck aus erster Hand vermitteln, wie im Grunde die Situation und der Gesamtkontext jetzt einzuschätzen ist. Und eine solche Einschätzung eines solchen Experten, der da tatsächlich viele Jahre
mit dem Thema zugebracht hat, der sich intensiv beruflich damit beschäftigt hat über viele Jahre, der bei Geschehnissen, bei Krisen, bei Verhandlungen live dabei war, der eben Leuten wie dem Putin direkt in die Augen geschaut hat. Ja, das kann dir eben so ein YouTuber nicht bieten. Das kann auch ich dir nicht bieten. Ja, ist ja völlig klar. Und deswegen bei den wichtigen Entscheidungen verlass dich da auf die richtigen Leute bitte und nicht auf irgendein Gelaber einfach nur, was du auf YouTube hörst. Denn wie gesagt, YouTube ist geduldig. Und ja, der Unterhaltungswert mag natürlich gut sein und ich möchte jetzt auch gar nicht hier einzelne Creator kritisieren, aber bitte treffe keine wichtigen Entscheidungen für dich, deine Familie und dein Vermögen basierend auf solchen Videos. Jetzt möchte ich zum eigentlichen Thema kommen nach dieser doch längeren Einleitung. Und ich möchte ja nochmal den Zusammenhang erklären von Wehrpflicht, Wehrdienst, Verweigerung, Spannungs- und Verteidigungsfall und dem deutschen Passgesetz, denn sie gehören alle zusammen. Ich werde Links zu all diesen Gesetzestexten in die Beschreibung dieses Videos posten. Ich werde jetzt aber in diesem Video keinen Screen sharen, also nicht meinen Bildschirm teilen, weil es meiner Meinung nach einfacher verständlich ist, wenn ich es dir in eigenen Worten erkläre und zusammenfasse und du dann selbst im Nachhinein nochmals auf die Gesetzestexte zugreifen kannst und in aller Ruhe dir das dann anschauen und durchlesen kannst. Also, fangen wir an. Die Wehrpflicht, sie ist im Wehrpflichtgesetz definiert. Große Teile des Wehrpflichtgesetzes sind momentan außer Kraft. Sie treten erst wieder in Kraft, wenn der Spannungs- oder der Verteidigungsfall ausgerufen wird. Das deutsche Grundgesetz regelt, dass niemand zum Dienst an der Waffe gezwungen werden kann. Interessanterweise beschränkt sich das deutsche Grundgesetz hier nicht nur auf Deutsche. Die anderen Gesetzestexte, von denen wir hier sprechen, also das Thema Wehrpflicht und auch das Passgesetz und auch die Kriegsdienstverweigerung, hier wird ganz klar in den Gesetzestexten von Deutschen gesprochen. Das Grundgesetz spricht nicht von Deutschen. Damit impliziert man letztlich, dass es nicht nur Deutsche betrifft, sondern im Grunde jeden, der sich in Deutschland aufhält. Das ist dann später für ein konkretes Gerichtsurteil eine wichtige Information. Da werde ich dann noch drauf zu sprechen kommen. Aber das heißt, auch ein ukrainischer Kriegsdienstverweigerer, der sich in Deutschland befindet, kann sich auf das Grundgesetz berufen, wenn es um die Kriegsdienstverweigerung geht. Wehrpflichtgesetz, Passgesetz, sie sprechen jeweils nur von Deutschen. Wie ich es gerade eben schon gesagt habe, ist die Wehrpflicht momentan außer Kraft gesetzt. Man plant auch nicht mit den Neuerungen, die 2025 beschlossen wurden, die allgemeine Wehrpflicht wieder in Kraft zu setzen. Geplant ist, dass Jahrgänge ab 2008 einen Fragebogen erhalten von der Bundeswehr. Männer müssen diesen Fragebogen ausfüllen, Frauen können ihn ausfüllen. Dann werden Männer ebenfalls gemustert und man hofft dann aus diesen Kontingenten genug Soldaten gewinnen zu können, zum Beispiel dadurch, dass man einen relativ attraktiven Sold verspricht. Sollte das nicht funktionieren, dann wird möglicherweise die allgemeine Wehrpflicht in Deutschland wieder in Kraft gesetzt. Aber momentan ist sie nicht in Kraft gesetzt und das ist enorm wichtig. Denn das bedeutet konkret, dass du dich frei im Ausland bewegen darfst, auch als Mann, dass du ins Ausland umziehen darfst. In den Zeiten, als die Wehrpflicht noch galt, war das nicht möglich. Da konntest du als Wehrpflichtiger Deutschland nur langfristig verlassen, wenn du entweder deinen Wehrdienst abgeleistet hast, wenn du deinen Zivildienst abgeleistet hast oder aber wenn du die Erlaubnis der Bundeswehr hast, Deutschland zu verlassen, zum Beispiel weil du im Ausland studieren möchtest. Das ist momentan nicht der Fall. Das heißt, du kannst jetzt zum aktuellen Zeitpunkt einfach Deutschland verlassen, als Mann im Ausland leben und brauchst dafür nicht die Erlaubnis der Bundeswehr einzuholen. Wird der Spannungsfall nun ausgerufen und für den Spannungsfall, da braucht es eine Zweidrittelmehrheit des Deutschen Bundestages, dann liegt letztlich die Vorstufe des Verteidigungsfalles vor. Der Spannungsfall löst noch kein Kriegsrecht aus, aber er beschränkt die Grundrechte des Einzelnen doch möglicherweise ganz erheblich. Das liegt dann eben im Ermessensspielraum der Bundesregierung. Das heißt, man kann zum Beispiel die Versammlungsfreiheit einschränken. Man kann zum Beispiel unliebsame Medien einfach abschalten, wie zum Beispiel YouTube. Außerdem gilt dann die allgemeine Wehrpflicht. Auch der Schutz der eigenen Wohnung, der Schutz der eigenen Privatsphäre ist so nicht mehr gegeben, wenn es die Bundesregierung so entscheidet. Möglicherweise können Personen auch zu beruflichen Tätigkeiten gezwungen werden, die eben im Rahmen der Aufrüstung und der Verteidigung benötigt werden. Und es werden auch noch weitere andere Grundrechte dann beschnitten. Wird der Spannungsfall ausgerufen und das wird ja auch offen hier diskutiert. Herr Kiesewetter zum Beispiel fordert, dass der Spannungsfall ausgerufen wird, damit man dann flexibel auf die Situation im Osten
reagieren kann, damit man jetzt hier noch effizienter aufrüsten kann, noch effizienter sich auf einen möglichen Krieg mit Russland vorbereiten kann. Wird der Spannungsfall ausgerufen, dann gilt die allgemeine Wehrpflicht wieder, und zwar für Männer bis zum Alter von 60 Jahren, normalerweise nur bis zum Alter von 45 Jahren, aber im Spannungsfall bis zum Alter von 60 Jahren. Dann gilt wieder, dass man Deutschland nicht verlassen darf ohne die Erlaubnis der Bundeswehr. Und das betrifft, wie gesagt, alle Männer. Das betrifft dann nicht nur jene, die möglicherweise Reservisten sind. Das bedeutet auch, dass deutsche Männer, die sich im Ausland aufhalten, möglicherweise nach Deutschland zurückkehren müssen. Es bedeutet jedenfalls, dass sie sich potenziell illegal im Ausland aufhalten, wenn sie eben die Erlaubnis der Bundeswehr nicht haben. Wie das Ganze dann konkret umgesetzt werden würde, das ist natürlich fraglich. Ich zweifle daran, dass sie dich an den Ohren aus dem Ausland herausholen und nach Deutschland bringen werden. Aber das Wehrpflichtgesetz sagt es ganz klar, im Spannungs- und Verteidigungsfall darfst du dich als deutscher Mann nicht ohne Erlaubnis im Ausland aufhalten. Als Ausnahme ist hier definiert, wenn du Deutschland vor Vollendung des 17. Lebensjahres verlassen hast, dann wirst du nicht mehr von dieser allgemeinen Wehrpflicht erfasst, wenn du im Ausland lebst. Ansonsten bist du davon betroffen. Daher natürlich ein wichtiger Tipp an alle Eltern. Wenn man Kinder hat, wenn man Söhne hat, die noch keine 17 Jahre alt sind und man sich sowieso vorstellen kann, auszuwandern oder vielleicht auch man die Kinder ins Internat im Ausland geben könnte, dann sollte man sich tatsächlich überlegen, ob das jetzt nicht ein Schritt wäre, den man einleiten sollte. Wie ich es vorhin schon angesprochen habe, ist im deutschen Grundgesetz definiert, dass niemand zum Dienst an der Waffe gezwungen werden kann. Und das betrifft, wie gesagt, nicht nur Deutsche, sondern das betrifft auch Ausländer. Zumindest ist das die Interpretation bisher, die in Deutschland leben, zum Beispiel diese ukrainischen Soldaten. Aber wenn du Deutscher bist, dann kannst du eben zu einem Ersatzdienst gezwungen werden. Und zwar dann, wie gesagt, wenn du den Kriegsdienst verweigerst. Dazu musst du Glaubens- und Gewissensgründe haben. Als diese gesetzliche Regelung nach dem Zweiten Weltkrieg eingeführt wurde, hat man diese Glaubens- und Gewissensgründe sehr ernst genommen. Da musstest du also wirklich zeigen, dass du jeden Sonntag in die Kirche gegangen bist, dass du Pazifist bist, dass du auf Demonstrationen gegangen bist, damit dir das dann abgenommen wurde. In späteren Jahren war das natürlich dann komplett egal. Natürlich gab es auch schon damals im Bundestag, in der Bundesregierung viele Kräfte, gerade konservative Kräfte, die komplett gegen diese Kriegsdienstverweigerung waren. Sie haben dann gesagt, okay, gut, du kannst nicht zum Dienst einer Waffe gezwungen werden. Dazu können wir dich aber zwingen, zum Beispiel im Rahmen eines Wehrdienstes dann an der Front die Latrinen deiner Kameraden zu putzen oder dort auf der Krankenstation im Kriegsgebiet zu arbeiten. Das wurde dann durch den Gesetzgeber noch weiter verfeinert und schließlich wurde hier beschlossen, dass dann der Ersatzdienst außerhalb der Befehlsstruktur der Bundeswehr geleistet werden muss. Das heißt also Latrinen putzen oder im Feldlazarett zu arbeiten, das muss man dann nicht. Aber der Gesetzgeber hat natürlich hier große Flexibilität, dich als Kriegsdienstverweigerer dort einzusetzen, wo du gebraucht wirst. Wir wissen ja, dass das Technische Hilfswerk, dass das Rote Kreuz ebenfalls in der Ukraine und in vielen anderen Kriegsgebieten wie Syrien oder Afghanistan tätig ist. Das heißt, von einem Einsatz in einem Kriegsgebiet bist du möglicherweise dennoch nicht verschont, auch wenn du den Dienst an der Waffe verweigerst. Meine persönliche Meinung, und das ist auch die Meinung vieler Militärexperten, ist allerdings die, dass die Kriegsdienstverweigerung keinen Bestand haben wird, wenn es wirklich zum Ernstfall kommt, wenn es wirklich zum Verteidigungsfall kommt. Das Bundesverfassungsgericht wird dann möglicherweise entscheiden müssen und ich kann mir nicht vorstellen, dass in einer Situation, wo Deutschland angegriffen wird, dann tatsächlich die Kriegsdienstverweigerung weiterhin erlaubt sein wird, weil das wäre ja aus Sicht des Staates komplett widersinnig. Denn dann würden ja schlicht und ergreifend alle abhauen. Wer würde sich schon freiwillig zum Kriegsdienst melden, wenn er es nicht muss? Und daher natürlich auch mein Ratschlag an dich. Ich glaube nicht, dass die Kriegsdienstverweigerung sehr viel bringt. Ich glaube nicht, dass du dich damit wirklich schützen kannst. Bestätigt hat das übrigens der Bundesgerichtshof 2024. Dort hat er im Falle eines Ukrainers entschieden, der in Deutschland war und sich auf das deutsche Grundgesetz berufen hat. Der Bundesgerichtshof, das höchste deutsche Gericht, sage ich mal, vor dem Verfassungsgericht, hat entschieden, dass im Falle eines Angriffskrieges wie jener, dem die Ukraine zum Opfer gefallen ist, das Recht auf Kriegsdienstverweigerung nicht besteht und der Soldat eben auch durch das deutsche Grundgesetz nicht geschützt ist und deswegen in die Ukraine zurückgeschickt werden kann. Das entspricht genau dem, was ich auch gerade eben gesagt habe. Wenn es wirklich ernst wird, dann kannst du davon ausgehen, dass die Kriegsdienstverweigerung als erstes abgeschafft wird. Aber hier ist noch etwas anderes, was extrem wichtig für dich zu
zu verstehen ist und auch für dich dann zu verstehen ist, wenn du vielleicht sogar auch schon über 40 oder über 50 bist. Wenn wir uns jetzt wirklich so ein Kriegsszenario vorstellen, ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du als deutscher Soldat dann wirklich an der Front kämpfen musst, vielleicht gar nicht so groß. Entscheidend zu verstehen ist, dass Deutschland die wichtigste Logistikplattform der NATO ist und auch Aufmarschgebiet der NATO ist. Das heißt, dort würden im Falle eines Falles die ausländischen NATO-Truppen dann anlanden, zum Beispiel Amerikaner. Und aus deutscher Sicht würde dann alles organisiert werden, dass diese Truppen in den Osten kommen. Das ist eine gigantische, riesige Operation. Man hat jetzt vor kurzem den deutschen Krankenhäusern zum Beispiel ins Pflichtenheft geschrieben, dass sie die Kapazitäten für schwer Verwundete extrem erhöhen müssen. Dass man hier Tausende von Verwundeten, von schwer verwundeten Soldaten der ganzen NATO in Deutschland versorgen muss. Dass die Ausrüstung, die Verpflegung, die Logistik von Deutschland aus organisiert wird. Dass möglicherweise die NATO-Hauptquartiere für einen solchen Feldzug sich dann in Deutschland befinden werden. Und jetzt komme ich zurück zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Die Wehrpflicht sagt ja nicht nur aus im Spannungs- und Verteidigungsfall, dass man dich dann an die Front schickt in der Ukraine. Sie sagt aber schlicht und ergreifend aus, dass man dich dann greifen kann und dich dann irgendwohin in den Einsatz schicken kann, vielleicht auch in einer Art ziviler Funktion. Ich sprach zum Beispiel vor kurzem mit einem Mandanten und er ist Bestattungsunternehmer. Er ist jetzt auch schon in seinen 50er Jahren. Und wir haben uns sehr ernsthaft darüber unterhalten, was wohl in einem solchen Fall passieren könnte. Er hat ja sehr viel Erfahrung mit dem ganzen Thema Bestattungen, wie man eben mit Toten umgeht. Und ich sage es jetzt mal so auf eine etwas krude Art und Weise. Die ganze Logistik des Todes. Ja, das kann in einem solchen Fall, wie du dir sicher vorstellen kannst, extrem wichtiges Wissen sein für eine Armee. Also was passiert, wenn ich jetzt auf einmal so und so viele Gefallene habe? Wie gehe ich mit Verstorbenen? Wie gehe ich mit Leichen ganz praktisch um? Wie sorge ich dafür, dass diese würdig behandelt werden? Ja, also auch wenn du jetzt eben schon fortgeschrittenen Alters bist und vielleicht in einer Branche arbeitest, die überhaupt nichts jetzt direkt mit Krieg zu tun hat, dann muss man davon ausgehen, wenn du eben noch keine 60 bist, dass du dann gegriffen werden kannst, mehr oder weniger, und irgendwo hingeschickt werden kannst im NATO-Gebiet, möglicherweise auch nach Osteuropa, um dann nicht an der Front zu kämpfen, aber mit solchen logistischen Aufgaben dann betreut zu werden. Das mag jetzt vielleicht nicht so gefährlich sein, wie hier mit einem Sturmgewehr im Schützengraben zu legen, aber ich zweifle daran, dass es das ist, wie sich die meisten den Lebensabend oder den Vorruhestand vorstellen. Also wie gesagt, wichtig zu verstehen, egal ob du Kriegsdienstverweigerer bist oder nicht, ich würde gar nicht unbedingt davon ausgehen, dass es immer überhaupt zum Waffeneinsatz kommt. Das überlassen wir vielleicht den Amerikanern, weil die kriegserprobt sind und vielleicht besser auch mit den Waffen umgehen können und wir sowieso bei allem Gerede, wie wichtig und wie groß und schlagkräftig die Bundeswehr werden soll, sowieso ja nicht eine solch gigantische Armee aufbauen. Aber dass wir hier die ganze Kriegsmaschinerie dann unterstützen mit Personal und uns damit natürlich auch zu möglichen Angriffszielen machen, ist ja völlig klar. Ja? Und in solchen Funktionen können ja dann eben auch Kriegsdienstverweigerer eingesetzt werden. So, jetzt möchte ich zu dem Thema kommen. Reisebeschränkungen, kann man möglicherweise nicht mehr Deutschland verlassen, wenn es einen Spannungs- und Verteidigungsfall gibt. Mit was muss man hier rechnen? Herr General außer Diensten Erich Warth hat ein Buch geschrieben, Ernstfall für Deutschland, ein Spiegel-Bestseller. Ich kann es dir auf jeden Fall empfehlen. Dort hat er beschrieben, wie man sich einen solchen Ernstfall in Deutschland vorstellen müsste. Und er hat Parallelen gezogen zur Corona-Zeit, zur Corona-Pandemie, aber im Grunde genommen eine Situation, die noch um ein Vielfaches krasser einfach ist und wo zum Beispiel Lockdowns noch sehr viel stärker durchgesetzt werden, eben durch das Militär, als das vielleicht auch schon bei Corona der Fall war. Also er geht davon aus, dass Zivilisten, die zu Hause bleiben können, zu Hause bleiben müssen, dass man eben nicht mehr so ohne weiteres reisen kann und dass man eben als Mann ohnehin nicht Deutschland wird verlassen können. Und genau dafür gibt es jetzt das Passgesetz. Deutschland ist einer der wenigen Länder, die ein solches Passgesetz haben. Dieses Passgesetz hat ziemlich umfangreiche Konsequenzen für dich. Es sagt zum Beispiel aus, dass Deutsche, die der Wehrpflicht entkommen wollen, an der Grenze aufgehalten werden müssen, dass ihnen die Ausreise nicht genehmigt werden soll. Und wie gesagt, momentan gibt es ja keine allgemeine Wehrpflicht, aber wenn der Spannungsfall ausgerufen werden sollte, dann liegt eine solche allgemeine Wehrpflicht wieder vor. Und wie gesagt, dann darfst du nur noch mit Erlaubnis der Bundeswehr Deutschland für längere Zeit verlassen. Wenn du nun also an der Grenze ankommst und es werden Grenzkontrollen wieder eingeführt, auch im Schengen-Raum, und du wirst dann befragt, naja, wohin gehen sie denn? Und du machst dann dort ausweichende, unzureichende oder keine logischen Aussagen, dann kannst du davon ausgehen, dass du
du als Mann daran gehindert wirst, Deutschland zu verlassen. Das Passgesetz geht aber noch weiter. Das Passgesetz definiert nämlich, dass dir in einem solchen Fall, also wenn der Eindruck entsteht, dass du dich letztlich ins Ausland absetzen möchtest, entweder weil du nicht in der Truppe dienen willst oder auch weil du nicht zum Zivildienst erscheinen willst, dann kann dir der deutsche Pass und der deutsche Personalausweis abgenommen werden. Ich rede nicht davon, dass dir die Staatsbürgerschaft entzogen werden kann, aber der Pass als Dokument kann dir abgenommen werden, beziehungsweise er kann entwertet werden, sodass du damit dann nicht mehr reisen kannst. Ebenfalls ist dort beschrieben, dass auch die Ausstellung eines neuen Reisepasses, also die Verlängerung deines Reisepasses, wenn dieser abgelaufen ist, oder Personalausweises, dir verweigert werden kann. Wie gesagt, die Tatsache, dass du den Kriegsdienst verweigert hast oder nicht, die würde daran überhaupt nichts ändern, denn auch als Kriegsdienstverweigerer darfst du dann nicht mehr so einfach weg aus Deutschland. Bedeutet also, selbst wenn du im Ausland bist, mal angenommen, du wanderst jetzt aus, vor dem Spannungsfall komplett egal. Die allgemeine Wehrpflicht ist ja ausgesetzt. Jeder kann auswandern. Du bist dann im Ausland als Deutscher und es kommt zum Spannungsfall. Dann wäre komplett nachvollziehbar, dass der deutsche Staat auf Basis des Passgesetzes das Gleiche macht, was auch der ukrainische Staat gemacht hat, nämlich dass deutsche Männer im Ausland ihren Pass, ihren Personalausweis nicht mehr verlängern können. Wenn du als Deutscher im Ausland lebst und du brauchst einen neuen Pass oder Personalausweis, wenn diese abgelaufen sind, gehst du ja zu der deutschen Botschaft in dem Land und beantragst dann einen neuen Pass und Personalausweis. Wie gesagt, die Ukrainer haben das abgestellt. Man kann als Mann im wehrfähigen Alter als Ukrainer nur noch in der Ukraine selbst den Pass beantragen und dann können sie dich ja, wie gesagt, an der Ausreise hindern, wie ich es gerade eben beschrieben habe. Und das Gleiche könnte man natürlich auch mit Deutschen machen. Das wäre gemäß dem Passgesetz komplett möglich. Nicht nur das, man könnte auch massenweise die Pässe von Deutschen, die nicht auffindbar sind, die sich ins Ausland offensichtlich abgesetzt haben, schlicht und ergreifend entwerten oder sperren. So, jetzt stell dir mal vor, dass es irgendwann eine digitale ID gibt, dann ist ja diese Sperrung noch viel einfacher. Dann wird einfach letztlich ein Knopf gedrückt und dann kannst du auf deinem Handy nicht mehr deinen Pass, nicht mehr deine digitale ID verwenden. Und jetzt gehen wir davon aus, dass sämtliche deiner Bankkonten in Zukunft mit einer digitalen ID verknüpft werden müssen und dann wird dein digitaler deutscher Pass gesperrt oder ein digitaler Ausweis. Dann hast du möglicherweise ein ernsthaftes Problem. Und wie gesagt, das ist jetzt nicht etwas, wo eine Gesetzesänderung für verabschiedet werden müsste. Das ist heute schon alles komplett so möglich mit dem deutschen Passgesetz. Deutschland ist da einer der wenigen Staaten oder meines Wissens sogar der einzige Staat, der ein solch umfassendes, drakonisches Recht hat, gegen die eigenen Staatsbürger in einem solchen Kriegsfall, in einem solchen Spannungsfall vorzugehen. So, das heißt, die Auswanderung alleine bringt dir möglicherweise noch überhaupt nichts, denn mal angenommen, du bist jetzt in Dubai, du bist dahin ausgewandert und auf einmal wird dir dann der deutsche Pass gesperrt. Da kannst du überhaupt nichts mehr machen. Dann kannst du auch nicht deine Emirates-ID verlängern, denn dafür brauchst du ebenfalls einen Pass. Und das ist eben genau der Grund, warum so viele sich momentan für einen Zweitpass interessieren. Und warum es dann auch ehrlich gesagt ziemlich schnurzegal ist, ob dieser Zweitpass jetzt ein besonders guter Pass ist, sage ich jetzt mal. Denn selbst wenn du in Dubai lebst und du hast deine Emirates-ID und dann hast du zum Beispiel einen zweiten Pass von Vanuatu, den kann man ja kaufen, den kriegt man innerhalb von 2 bis 3 Monaten, kostet so irgendwie zwischen 100 und 150.000 Dollar. Mal angenommen, du hast jetzt einen solchen Pass, dann kannst du dir ganz einfach deine neue Emirates-ID auf diesen neuen Pass ausstellen lassen. Dann kannst du deine Konten mit diesem Pass verknüpfen und brauchst dann den deutschen Pass nicht mehr. Du musst gar nicht die deutsche Staatsbürgerschaft aufgeben, davon spreche ich gar nicht. Irgendwann hört ja der Krieg dann auf und irgendwann hoffentlich wirst du dann wieder im Ausland deinen deutschen Pass neu ausstellen lassen können. Aber bis dahin bleibst du eben handlungsfähig. Ansonsten besteht das große Risiko, dass du nicht mehr handlungsfähig bist, dass du nicht mehr reisen kannst, dass du nicht mehr ausreisen kannst und dass du möglicherweise auch in dem Land selbst, Beispiel Dubai, Emirates ID, tatsächlich dann große Probleme bekommen könntest. Also, soweit mal hier eine Gesamtschau zu dem ganzen Themenkomplex. Ich hoffe, das hat dir weitergeholfen. Wie gesagt, Links zu den einzelnen Gesetzestexten packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Peter in der Schweiz, ich hoffe, diese Ausführungen haben dir geholfen. Kopiere gerne den Link zu diesem Video als Kommentar auf das Video, das du uns geschickt hast. Dann wird sich der Creator sicher freuen,
dass ihm jemand mal erklärt hat, wie das Ganze wirklich funktioniert. Wenn auch du dich von diesem Thema betroffen fühlst, wenn auch du an einem Plan B arbeiten willst, wenn du dich vorbereiten willst auf genau solche Szenarien, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen oder dich bei einem unserer Seminare kennenzulernen. Da reden wir dann 2 Tage lang, 3 Tage lang sehr intensiv, nonstop über Dinge wie diese, die wir jetzt gesprochen haben und natürlich auch noch andere Aspekte, die jetzt auch dazugehören. Bankkonten außerhalb der EU, Edelmetalle, Krypto, Firmengründungen, steuerliche Optimierung im Ausland und so weiter und so fort. Das ist ja ein weites Feld. Wie gesagt, Link zum Beratungsgespräch hier in der Beschreibung dieses Videos. Ich packe ebenfalls rein den Link zu unserer Eventseite. Kannst dir mal anschauen, ob da eine Reise oder ein Seminar dabei ist, was dich interessiert. Wir tun seit fast 20 Jahren nichts anderes als Mandanten genau bei solchen Themen zu beraten. Plan B, Steueroptimierung im Ausland, Vermögensschutz, zweite Staatsbürgerschaft. Ich würde mich freuen, auch dich als bald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.